diese öffentliche Debatte und halt so, ja, wie sagt man, so, Diskreditierung der fossilen Brennstoffindustrie. Die Strategie ist, würde ich denken, zum einen die Öffentlichkeit herzustellen durch vieles läuft ja eben über die Medienkampagnen, soziale Medien, die Leute einzubinden über diese Basisgruppen und einfach ja, Aktionen und Bilder zu produzieren, die aufgenommen werden. Building a climate movement, so mass movements, protests, and different like campaigns, like fossil free. The fossil free movement is part of that. Basically, yeah, trying to build a movement bottom up, so grassroots. Also ich muss sagen, ich habe mich nicht so 100% viel mit 350 beschäftigt, weil es in Münster ja auch irgendwie eher um Fossil Free und die Gruppe an sich geht, so was wir für Aktionen machen, was in Münster los ist. Also wie ich das jetzt verstanden habe, ist es so, dass verschiedene Kampagnen unter 350 laufen, als Überorganisation sozusagen und ja, Fossil Free eben eine davon ist. 350, they have many or some movements, you could say, where fossil free is one of them, and also this climate march and this what you say days that they kind of like today, Global Divestment Day. They create global days. It comes up in the whole world at the same time, and that's kind of strong, I think, because we do this today as a very tiny action, but we know that all over the world there are over 300 likewise actions, and I think that they create a kind of togetherness that makes me at least feel that it's more possible to actually achieve a change, and I think that's a good strategy. Yeah. I think it's to basically gather people around issues that matter to them. So I get the feeling that 350 is thinking out or sort of, working around topics that really relate to people. So, for example, about connecting the dots about local impacts of the global problem of climate change. So basically, wherever you are in the world, you feel that you are sort of struck by climate change, for example, in your local context, you can attach to it. To mobilize people in local communities to try to gather as many organizations as possible during one banner or one common goal. It's a social movement, so it's they rely on the people and they rely on the transcendence of national boundaries, the transcendence of these kind of boundaries that are created between these massive industries and the people. And they do this with, I think heavily, they use social media. Die setzen natürlich auch drauf, dass dann Leute eben auch mitmachen und tatsächlich diese Fotos produzieren und das Material, das dann ein Teil der Kampagne wird. Also das sieht man ja schon, wenn man auch den Fotostream sich mal anschaut. Das sind ja, hier in Münster waren es jetzt viele Menschen, die bei diesem Flashmob mitgemacht haben. Es waren dann, weiß ich nicht, 60, 70 Menschen, aber es gibt ja auch kleine Gruppen, die dann mit einem Schild posieren und man sieht ja, wenn man sich das Foto genau anguckt, es sind 15. So, das ist gut, dass die 15 da sind, aber es ist natürlich in der Gesamtkonzeption hat es natürlich eine andere Funktion. So, die 15 Leute sind an der Stelle wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber sie fügen sich ja mit ein in eine gemeinsame Kampagne und insofern nehmen wir natürlich daran dann teil. I think social media is a huge tool in today's world, and I think it's very useful and it makes it an even playing ground for anybody, for you, me, and the big companies. So you can tweet somebody like an Exxon executive and have that be visible to everyone, and there's this great transparency. So they form their campaigns
I think, very successfully around topics and that people can really relate to. And I think that is, at least that what was got my myself sort of hooked on their campaigning strategy and the organization as such from the beginning. That I felt really strongly towards how they were communicating climate change in a new way that hadn't been communicated before. Und in den USA, das ist ja hier in Europa jetzt nicht so zentral, eben auch nochmal die Solidarisierung mit konkreten Projekten oder Widerstand gegen konkrete Projekte wie Keystone XL. Das sind Projekte, die symbolisch für die verfehlte Politik stehen und die ja aber eben ja nicht nur von 350 bekämpft werden oder angegangen werden, sondern das sind ja eben auch nochmal lokale Gruppen, die sich engagieren und die was dagegen tun, also Menschen, die ganz konkret von diesem Bauwerk halt betroffen sind. Es gibt verschiedene Strategien und auch verschiedene Kampagnen. Oftmals zielen die Kampagnen darauf ab, die fossile Brennstoffindustrie zu konfrontieren, also die Kohle-, Öl- und Gasindustrie als Hauptverursacherin vom Klimawandel. Und es gibt aber auch andere Kampagnen, oder Kampagnen, wo wir unsere Energie zu anderen Themen bündeln, also Mobilität oder Ernährung oder andere Themen, die den Klimawandel sehr, sehr stark beeinflussen. Also das Energiethema ist nicht das einzige. Wir sind ja eine internationale Organisation. Es gibt Kampagnen gegen große Infrastrukturprojekte wie die Keystone XL Pipeline, eine große Ölpipeline, die von Kanada durch die USA gebaut werden sollte, wo jetzt gerade darauf gewartet wird, dass Obama sein Veto dazu gibt. Das hoffen wir alle sehr. Also Infrastrukturprojekte greifen wir an. Oder es gibt Bewusstseinskampagnen, India Beyond Coal, oder es gibt eben auch die Divestment-Kampagne, also die Fossil-Free-Kampagne, die auch eine öffentliche Debatte auslösen will und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir uns nicht mehr auf Kohle, Öl und Gas verlassen können als Treiber unserer Gesellschaften, unserer Ökonomien, unserer Lebensweise.